Frau Susanne, Sie können Geistwesen wahrnehmen. Wann sahen Sie zum ersten Mal einen Verstorbenen? Ja, ich war 12 Jahre alt. Mein Großvater war gestorben. Also ich muss vorausschicken, dass ich das schon ungefähr 2, 3 Tage voraus geträumt habe. Ich habe so geträumt, dass er so wie Santa Claus in den Himmel rauf fährt und dass ich von der Schule heimkomme und gerade esse und ein Telefonat kommt rein und meine Mutter hebt ab und bekommt plötzlich so eine komische Gesichtsfarbe, so weiß, und sagt dann, dass der Großvater gestorben ist. Und es hat sich dann genauso zugetragen. Und es ist aber in den Hintergrund gerückt für mich, weil ich war sehr, 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 sehr traurig über den Tod. Also der hat mir sehr zu schaffen gemacht, auch Monate danach. Und dann war es mal so, dass ich abends im Bett lag und war ja wieder sehr traurig darüber. Und plötzlich stand eine Frau an meinem Bett. Und ich kann mich nur so erinnern, dass ich mich sehr darüber gewundert habe, dass ich sie im Dunkeln sehen konnte, aber ohne dass sie eigentlich leuchtete. Ja, und die Erwachsenen natürlich haben das damals als ja, kindliche Fantasie abgetan. Aber ich kann mich so erinnern, dass mich die Frau so angesehen hat, so aus einer Mischung zwischen Neugierde und Besorgnis. Und sie kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer sie war. Ich habe das ein bisschen geängstigt, aber ich habe es als real eingeschätzt, weil die Frau mir so real erschien. Also sie war so ein bisschen transparenter als wir Menschen, aber sie schien real. Wie haben sich Ihre Wahrnehmungsfähigkeiten in der Folge weiterentwickelt? Das war eigentlich da gar nicht so, die nächsten 20 Jahre gar nicht so, will ich mal sagen, so dramatisch oder auffällig. Mir ist es hin und wieder passiert, besonders wenn jemand gestorben ist, dass ich das geträumt habe. Das war beispielsweise auch beim Bruder einer Freundin. Da hatte ich den Traum, dass er mich besuchen kommt, obwohl ich die Freundin und ihn schon 4 oder 5 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und ich träumte, er steht plötzlich an der Haustür bei mir und schmeißt was im Briefkasten und sagt, er möchte sich verabschieden. Er geht auf Reisen und ich antworte im Traum zu ihm, ja, warum sagst du das gerade mir? Ich war doch nicht so wichtig für dich. Und dann sagt er als Antwort, ja, aber dieses Mal gehe ich für immer, du siehst mich nicht mehr. Also das ist mir noch passiert und ein paar so Wahrträume. Aber das war eigentlich so relativ undramatisch. So richtig akut, wenn ich mal so sagen will, wurde es dann so mit Anfang 30. Also weiß eigentlich nicht so genau, was der Grund war, aber da merkte ich so plötzlich, dass meine Wahrnehmung generell total steigert. Also ich konnte Wesen sehen, teilweise am helllichten Tag und auch die Wahrnehmung anderen Menschen gegenüber hat sich sehr gesteigert. Mir ist beispielsweise passiert, also ich bin da jeden Tag mit dem Zug nach München in die Arbeit gefahren und da hat man so seine Zugfreunde und man hat sich mit denen unterhalten und mir ist passiert, dass ich mich mit denen unterhalte und höre plötzlich einen Satz in meinem Kopf und die Gesprächsperson hat es dann ein paar Sekunden später so gesagt oder eine Minute später. Das nächste war, dass ich dann ganz akut, also ja, so wie so in Parallelwelten reinschauen konnte. Und es war auch sehr oft so bei der Zugfahrt. Da hat es irgendwo, also hat es gewimmelt von Wesen so im Zug und das war manchmal auch sehr fast schon amüsant. Ich habe da beobachtet, wenn jemand aufgestanden ist, zum Beispiel zum Aussteigen, dann hat sich da so ein Geistwesen auf dem freien Platz hingesetzt, wo der Platz frei geworden ist. Oder ich hatte auch so den Eindruck, wenn so die Sonne aufging, es war am frühen Morgen und ich habe die Landschaft gesehen und ich konnte dann plötzlich wie so eine Parallelwelt und dass das so wie bei der Polarität, dass es da, also wenn es bei uns Morgen war, war es da Abend. Also wenn bei uns die Sonne aufging, ging da die Sonne unter. Wie deutlich konnten Sie diese Geistwesen sehen? Haben Sie Details erkannt, wie
Kleider, Haare oder konnten Sie das Alter einschätzen, dieser Geistwesen? Sie wirkten eigentlich wie normale Leute, nur ein bisschen feiner. Aber ich konnte das Alter sehen, ich konnte die Kleider sehen. Also ich habe zum Beispiel mal, neben mir stand ein Mann in Jeans und weißem Hemd. Also das konnte ich ganz sehen. Sie waren nur oder sind heute noch feiner ein bisschen. Also so wie, ja, als wäre es nicht keine richtige Materie, es wäre so mehr Energieform. Aber so die Details, so, da haben sie sich teilweise größtenteils gezeigt wie ganz normale Menschen. Also in Alltagskleidung, mit normaler Frisur, also ganz normal. Und haben Sie auch ein normales Verhalten an den Tag gelegt? Ja, sogar irgendwie manchmal verblüffend normal. Also mir ist, was ich realisiert habe auch, dass wenn diese Geistwesen sehe, dass ich sie sehe, dann waren sie auch teilweise erstaunt und manche haben gegrüßt und mir ist dann auch aufgefallen, also ich beispielsweise habe ich mir einmal gedacht, was wollen die von mir? Warum sehe ich die? Warum kommen die mir so nah? Und das dann am nächsten Tag kam ein junger Mann auf mich zu und zeigte mir so, also konnte nicht hören, aber mit Gestik, so zeigte mir mit seiner Gestik, also dass er sich gern mit mir unterhalten möchte. Gibt es Wahrnehmungen, die Ihnen besonders gut in Erinnerung geblieben sind? Eine war schon fast, also skurril, das zu erzählen, ist schon fast, fand ich schon fast Risiko. Also das war mal eines Morgens, da konnte ich oft welche hören. Und da war es so, dass ich plötzlich drei Frauenstimmen, zwei oder drei, vielleicht auch vier, also so Frauen, die sich unterhalten. Und es klingt absolut verrückt und ja, schizophren, aber ich hatte den Eindruck, die Stimmen sind in meinem Kopf. Und die haben sich unterhalten und da habe ich mich nur gewundert und dann dachte ich mir, ja, also wenn ich jetzt diese drei Frauen da hören kann in meinem Kopf, dann müssten die ja auch meine Gedanken irgendwie im Gegenzug hören. Und plötzlich kriege ich als Antwort, ja, wir hören dich auch. Die haben dann mit mir kommuniziert. Und jetzt ist es ja so, dass, was man öfter hört in der geistigen Welt, man kann ja nicht lügen, weil man kommuniziert ja da nonverbal. Also das geht ja alles über Gedanken und die Gedanken kommen und gehen, wie sie wollen. Also das ist ja in gewisser Hinsicht nicht kontrollierbar. Und da sagte ich auch im Gedanken, was soll ich da machen? Ich kann mit dem fast nicht umgehen, also wenn ich da plötzlich Stimmen höre. Und dann sagte eine Frau so fast im energischen Ton, ja, dann musst du halt beten. Dann bete, das hilft. Und das war für mich eine erstaunliche Antwort, weil mir war bis dato als katholisch Erzogene, zwar gläubig, aber katholisch erzogen, ich konnte mit dem Beten nicht so viel anfangen. Das war für mich einfach ein Rezitieren und Runterleiern von irgendeinem Text. Aber da habe ich dann drüber nachgedacht. Ja, und ich habe dann auch die drei Frauen gefragt, es ist so schizophren, warum seid ihr in meinem Kopf? Und dann sagte die eine Frau, nee, das ist eine Täuschung von dir, wir sind nicht in deinem Kopf, wir kommen von links oben. Und ich habe das dann tatsächlich realisiert, das ist nur in meinem Kopf irgendwie angekommen, aber sie kamen von links oben. Und ich habe dann Jahre später darauf, habe ich mich ja entschlossen, eine Ausbildung zum Medium machen zu lassen, einfach mit dem Ziel, dass ich das alles besser unter Kontrolle bringe und besser kontrollieren kann. Und da habe ich dann erfahren, also von einem anderen Medium, dass ich bei ihr zum Beispiel die Frauen immer links zeigen und die Männer immer rechts, weil ich mich da damals auch gefragt habe, warum gerade oben links? Ja, das war mal eins, was ich so ins Gedächtnis sehr gefräst hat bei mir. Das zweite Erlebnis war mit einer sehr, sehr guten Freundin in Argentinien. Also sie kommt aus Buenos Aires und wir hatten schon immer eine sehr, sehr enge Verbindung zueinander. Und wir haben einmal ausgemacht, dass wir uns per Art Meditation treffen zu einer bestimmten Uhrzeit und dass sie mir dann so Energie schickt in Form von Reiki. Und wir machten die Uhrzeit aus und wir dachten, wir haben alles ganz genau und konkret berechnet mit der Zeitverschiebung. Aber wir haben
anfangs nicht bemerkt, dass wir uns um 1 Stunde verrechnet haben. Also sie hat sich hingesetzt und hat zu meditieren und hat mir Energie geschickt und ich war 1 Stunde später dran. Also als sie 1 Stunde, wir haben vereinbart, nach 1 Stunde sind wir fertig, als sie nach 1 Stunde das beendet hatte, habe ich mich erst dann ins Bett gelegt und auf ihre Energie gewartet. Und da ist mir dann Folgendes passiert, also ich habe so gar nichts fest gespürt, aber plötzlich konnte ich sie so mit geschlossenen Augen so schemenhaft sehen, dass sie irgendwo steht und so nach oben sieht und mit jemandem spricht und lacht. Dann konnte ich sie sehen, dass so was aus dem Glas trinkt. Und dann konnte ich noch sehen 2 Pyramiden und noch so ein Gesicht von einem älteren Mann mit weißen Haaren und so weißen langen Bart. Und ich habe das geschrieben und wir hatten dann auch gleich festgestellt, dass wir uns vertan haben um 1 Stunde. Und dann sagte sie zu mir nur, sie sagte, jetzt musste ich gleich in Tränen ausbrechen, weil du hast genau das beschrieben, was ich getan habe. Also sie hat sich eben wie da vereinbart, nach 1 Stunde ist aufgestanden und ist zum Kühlschrank und sie hatte mir, das wusste ich vorher nicht, das hat sie mir vorher nicht erzählt, sie hatte Vögel von einer Freundin in Pflege und die hatte sie in der Küche oben stehen und mit denen hat sie gesprochen, das ist das, was ich zuerst gesehen habe, und hat sich dann anschließend ein Glas Milch aus dem Kühlschrank genommen und getrunken. Und die Pyramiden und den älteren Herrn, den ich gesehen habe, da sagte sie mir, dass sie neue Bilder gekauft hat für ihr Schlafzimmer. Das eine war mit Pyramiden und das andere war mit einem älteren Herrn mit irgendeinem argentinischen Heiler. Haben Sie auch geistige Tiere schon gesehen? Bei meinen eigenen Haustieren ist mir das passiert. Also es ist zum Beispiel letztes Jahr ein Kater gestorben von meinem Mann und mir. Und ich hatte so den Eindruck, der Kater war noch so 10 bis 12 Tage bei uns noch im Haus, also in Form vom Geist. Also. Und es war dann Sommer und wir saßen eines Abends auf der Terrasse und dann konnte ich eben merken, dass der Kater jetzt abgeholt wird, also von einem Geistwesen, von einer Person, die ich nicht kannte. Und ich habe das dann meinem Mann gesagt und er war jetzt da mit meinen Geistergeschichten, wenn ich so sagen will, da nicht unbedingt offen. Er hat es nicht abgelehnt, aber auch nicht unbedingt offen. Und aber bei unserem Kater war er dann doch neugierig und sagte dann, ja, beschreib mal. Und ich habe dann den Herrn beschrieben, der unseren Kater abholt, also was er anhatte, was so charakteristisch war zu Lebzeiten. Und dann war dann doch mein Mann ziemlich perplex und sagt, das ist mein Großvater, du hast meinen Großvater beschrieben. Ich muss dazu sagen, also ich kannte den Großvater meines Mannes nicht. Der starb schon, als mein Mann erst 5 Jahre alt war und ich war damals noch gar nicht auf der Welt. Sie sehen oder hören immer wieder Geistwesen, die um uns sind. Die sind überall und sie sind wirklich nur in einer anderen Dimension, aber sie sind, wie ich vor anderen Medien schon gehört habe, praktisch sozusagen einen Wimpernschlag entfernt. Sie sind eigentlich immer gegenwärtig. Ich glaube aber auch, muss man offen sagen, dass ich glaube, dass es irgendwo auch in der geistigen Welt so eine Art finstere Wesen gibt, also eventuell Verstorbene, die irgendwie noch nicht verstanden haben, dass sie tot sind und sich da so weigern, ins Licht zu gehen. Das ist auch mein Eindruck. Also die sind mir auch schon begegnet. Wie hat sich Ihre Weltsicht durch diese besonderen Erfahrungen verändert? Also ich muss offen sagen, nicht so sehr. Es hat mich eher in meiner Hoffnung, in meinen Wünschen bestärkt, weil ich habe mir als Kind schon immer irgendwie gewünscht, dass oder gehofft, dass es außerhalb unserer Welt noch mehr gibt. Ich habe mir immer so gedacht, das kann so nicht alles sein. Und ich fand auch so in der Kindheit so die Welt so lieblos und so hart, also wie die Menschen miteinander umgegangen sind und dass alle nur der Arbeit nach sind. Und da muss ich sagen, das
hat mich jetzt so eigentlich bestärkt und meine Vermutung ist auch, dass es da nicht nur eine Parallelwelt neben uns gibt, sondern ja, mehrere. Frau Susanna, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.